Wenn du mich gestern das Spielen sehen... Also ich habe gestern genauso gespielt wie mit meinem High-Level Elementor Full Equip. Ich meine, ich hatte Power-Ups an, zugegebenermaßen. Aber ich habe gestern im Endeffekt genauso gespielt wie mit meinem Full Equip 200 Cast Time Elementor in Coral Island. Mit meinem 70er Elementor auf FEC. Und die Mobs sind basically an einmal Poison Cloud gestorben. Also Earthquake oder 70er Skills zum Pullen benutzt, paar tausend Schaden. Und das bei Carrier Bomb, die sind sogar Blitz, wo Poison Cloud weniger Schaden macht. Und die Viecher sind fast nur an Poison Cloud gestorben. Du musst noch einmal vielleicht Earthquake mit reinballern, beziehungsweise einfach durch Collateral Damage beim Pullen. Und die Viecher sind einfach tot. Also du musst einfach nicht face-tanken, weil die Viecher einfach nur an Poison Cloud, selbst wenn sie nicht ganz sterben ohne Power-Ups, musst du halt noch einen Skill machen. Also warum würdest du den Aufwand geben wollen? Also außer du willst ja nicht in den Run spielen, aber das ist ja das, worauf ich gerade hinaus will. Also warum wolltest du dir den Aufwand geben, Face-Tank zu spielen, wo du dann noch Heal beachten musst? Du musst gucken, dass du überhaupt tanken kannst, also dass du nicht stirbst und so. Also musst doch ganz andere Faktoren mit einberechnen plötzlich. Nicht nur Schaden musst du machen, du musst auch noch leben oder überleben. Und das alles für wahrscheinlich eine schlechtere Killtime oder maximal die gleiche Killtime wie mit Hit and Run. Also warum würde man jemals nicht Hit and Run Elementor zumindest im Low-Level spielen? Also im absoluten High-Level ist es ein bisschen was anderes, weil der Hit and Run schon schwieriger wird, wenn man nicht so krasses Equipment hat. Wenn die Monster halt irgendwann mal 500.000 HP haben, dann ist das nicht mehr so einfach. Aber im Early Game ist das halt echt geschenkt einfach. Und das halt auch noch komplett ohne Equipment. Also oder mit voll schlechtem Equipment. Ich meine, ich habe einen cleanen G-Stuff, keine Sockel, Schmuck plus 3. Also mal Power-Ups außen vor gelassen, das Equipment ist trotzdem Trash. Und geht ab wie Schmitz Katze. Das kann der Psy zum Beispiel nicht. Also erstens kann der erst ab 75 Hit and Run machen. Und zweitens, selbst dann ist er deutlich schlechter darin, weil er kein Damage over Time Skill hat. Das ist halt, wenn du aktiv noch levelst, also vor allem auch nicht nur 5 Minuten vielleicht, sondern wirklich aktiv stundenlang. Und die Monster sind im Level unter dir, weil dann kriegst du aktiv, effektiv weniger XP als irgendwo anders. Also die Basis-XP werden dann einfach weniger. Und das ist schlecht. Also die Mobs sollten niemals unter dir sein. Das ist eigentlich die wichtigste Regel. Solange sie mindestens auf deinem Level sind oder höher, ist normalerweise alles gut. Wichtigste Faktoren sind immer Killtime und Mobdichte und dann erst das Level der Monster. Wenn du die Monster abschlachtest zu Hunderten, zu Tausenden oder sie one-shottest gefühlt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie auf deinem Level sind, weil wenn du so viele davon tötest, dann gleicht sich das auch wieder aus. Weil wenn du so stark bist, dann könntest du wahrscheinlich auch zu 5 Level höher rennen und die genauso abschlachten, aber verstehst schon, was ich meine. Ich verstehe einfach nicht, wieso man Flyf nicht einfach legit spielen kann. Was ist so schwierig daran? Einfach das Spiel spielen, ohne zu cheaten. Ist das so schwer? Ist das so viel verlangt? Ich meine, Flyf ist eines der leichtesten Videospiele auf dem Planeten. Wer das nur spielen kann mit unlauteren Hilfsmitteln, hat es nicht verdient, überhaupt zu spielen. Das ist einfach peinlich. Ich sag dir das offizielle Schlafpositionen-Ranking. Pass auf, Jax. Offizielles Schlafpositionen-Ranking 2024. Nummer 1. Auf einem Ducky Makura. Mit einem Anime-Girl drauf. Nummer 1. Nummer 2. Seite. 3. Rücken. 4. Bauch. Official Ranking 2024. Ja. Wobei ich meine zugegebenermaßen heute für 4,20 verkauft habe. Bei in Darkon Channel 1 waren sau viele Shops, wo die für 400k drin hatten. Und manche hatten sie sogar für 380 drin. Also für auf jeden Fall deutlich weniger als 450. Habe ich dann auch ein kleines bisschen günstiger gemacht. Und meine Power Dice 6 wurden tatsächlich nicht gekauft. Also es wurden nicht mal alle gekauft, komischerweise. Leider. Also Power Dice Preise gehen wohl runter. I guess. Und Level 74, by the way.
50. Let's go. Gleiche Cast-Time, gleiche Int. Das ist einfach nur 12% mehr ATK und mehr Death. Leider. Das ist ja auch ein bisschen ein Joke, dass du von Level 45 bis 105 immer die gleiche Cast-Time durch dein Set bekommst. Also schon klar, dass du nicht bei jedem neuen Set 5% mehr geben können. Aber was spricht denn dagegen? Also, mein gut, das bringt dann natürlich auch nicht viel, schon klar. Aber Level 45, 15, Level 60, 17, Level 75, 19, also immer so um 2% oder so. Ich meine, du hast auf 45 hast du 15 und auf 105 hast du dann 20. Also einfach 60 Level später kriegst du 5% mehr. Das ist ein bisschen wenig und du musst ganz schön lange darauf warten. Irgendwie. Ich meine, du hast hier jetzt noch sowas wie verringerte MP-Rate plus 30. Das hat Theba, glaube ich, nur 15 oder so. Nee, das hat... Ah doch, ja, 15. Nee, passt schon, steht ganz oben. Also ich meine, du hast natürlich andere Vorteile teilweise, I guess. Aber... Naja, was soll's. Die Geschäftsidee war es, in verschiedenen Farben anzubieten. Regenbogenfarben coming soon. Kokain in Regenbogenfarbe, nice. Ja, da kannst du dir sicher sein, das werde ich definitiv bestellen. Pack mich auf die Liste. Pre-Order, Baby. Das ist jemand, der dich levelt und du bezahlst ihn dafür. Du zahlst Geld und dafür macht er die Arbeit für dich. Das Lustige ist aber dabei, also so kenne ich es von Flyve PC. Also früher war es eigentlich so in einem alten Flyve, dass man dann AFK gegangen ist. Also das haben halt immer eigentlich Leute gemacht, die wenig Zeit hatten. Und die sind dann eigentlich AFK gegangen und wurden dann halt, während sie, keine Ahnung, auf dem Klo sind oder arbeiten oder whatever, wurden sie halt währenddessen gelevelt. Das war immer so die Rechtfertigung dafür, warum man dafür so viel Geld ausgibt und so, weil man halt sagt, ja, ich habe aber keine Zeit zum Leveln, warum auch immer. Und haben sich dann leveln lassen, während sie was anderes gemacht haben. Und in Flyve Universe soll es aber angeblich so sein, dass die meisten Leute beim Level-Service gar nicht AFK gehen, sondern zumindest halb aktiv sind und halt wirklich nachverfolgen, ob der Typ sich auch wirklich levelt und ob er sich auch gut levelt und so. Also ob er zum Beispiel auch sein Premium-Versprechen hält, dass er auch wirklich schnell levelt und whatever. Und das, finde ich, zerstört irgendwie den Sinn davon, weil ich meine, klar, der levelt dich auf jeden Fall schneller, als du selber leveln könntest. Okay. Aber du gibst sau viel Geld aus und investierst trotzdem die Zeit. Also finde ich, ist halt der Mehrwert irgendwie ziemlich beschissen. Weil du trotzdem Zeit und Geld investierst und ja, du kriegst dann XP dafür. Aber wenn du selber leveln würdest, wirst du zwar weniger XP bekommen, aber du müsstest zumindest nur Zeit investieren und nicht auch noch Geld zusätzlich. Weil P-Level ist nicht günstig, das kostet ziemlich viel. Ein guter P-Level kostet 1000 F-Coin die Stunde oder so. Normalerweise. Also finde ich das halt schon irgendwie sinnlos. Also ich finde es generell witzlos, wenn man sich nur leveln lässt und selber gar nicht spielt. Finde ich sowieso sinnlos oder witzlos. Aber wenn du dann zeitgleich nicht mal AFK gehst, um halt in der Zeit was Produktiveres zu machen. Ich meine, das ist das Einzige, wo ich sagen kann, das kann ich irgendwo verstehen, I guess. Wenn man dann halt die Zeit nutzt, um währenddessen was anderes zu machen. Was ja sehr zeiteffizient wäre. Aber wenn du dann trotzdem vor dem PC hockst und dem anderen Typen beim Spielen zuguckst, während der dich levelt, dann finde ich halt irgendwie, ist es ziemlich sinnlos. Ich meine, ich hoffe mal, die Leute machen trotzdem irgendwas Produktives nebenbei. Wie zum Beispiel Catcher farmen oder so mit einem anderen Charakter oder so. Damit sie sich das Geld zumindest so ein Stück weit währenddessen schon wieder zurückholen. Oder vielleicht bezahlen sie dann sogar mit Materialien, wer weiß. Wobei, da brauchst du schon ziemlich viele Materialien. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, you get what I'm saying. Also ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Also ich war schon immer Gegner davon eigentlich, von diesem Level-Service. In Flyve PC hieß es ja Power Boost. Wer sich daran noch erinnern kann. Also früher, ganz früher war es immer Tank plus RM oder Tank, Leech plus Tank, whatever. Oder Leveler plus Tank gesucht oder whatever. Lauter solche Sachen. Irgendwann wurde dann der Power Boost erfunden sozusagen. Was die etwas krassere Variante eines Tanks und Downers war.
Und jetzt ist es halt Level Service oder P-Level. Aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche. So. Du bist jetzt ein Knight. Du bist jetzt ein Blade. Du bist jetzt ein Jester. Du bist jetzt ein... Du bist jetzt ein... Psykeeper. Du bist jetzt ein... Billposter. Du bist jetzt ein... Fast in die Lava gefallen. Ranger. Jedes Mal wieder ein Geraffel. Aber wie gesagt, von der Zeit her finde ich ging's. Der Typ heißt einfach XXX Ninja 666 Killer XXX. Ja, der Typ kommt straight aus dem Jahr 2008. Und hält sich für den krassesten Motherfucker auf dem Planeten. Naja. Ich schätze mal, der Name ist ein Meme, weil das ist zu krass.